Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und hier auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Und in diesem Video ist von allem etwas dabei. Ich habe vor einiger Zeit meine Sommergarderobe rausgeholt, wie wahrscheinlich einige von euch. Und dabei habe ich ein bisschen aussortiert, halt Sachen, die ich gar nicht mehr anziehe, weil sie mir nicht mehr passen oder absolut nicht gefallen. Und Sachen, die ich natürlich auf jeden Fall dieses Jahr wieder anziehe. Und dann waren da auch so ein paar Sachen dabei, die finde ich schön irgendwie. Also es sind auf jeden Fall schöne Teile. Sie gefallen mir irgendwie aber an mir nicht. Und die Stoffe sind auf jeden Fall schön und deshalb möchte ich daraus irgendwie was verändern, sodass ich sie dieses Jahr vielleicht ein bisschen häufiger trage. Hier liegen sie schon. Und an ein paar Schuhen, die stehen hier unten. Da möchte ich auch was dran verändern und ich hoffe, du bleibst dran und hast viel Spaß beim Zuschauen. So, womit fange ich an? Ich glaube, ich fange mal hiermit an. So ein sehr langer Rock. Das Video dafür habe ich auch hier auf YouTube. Da habe ich einen Rock aus einem anderen Stoff genäht und damals wollte ich unbedingt den nochmal nähen und ja, letztendlich habe ich aber festgestellt, so ein ganz langer Rock reicht mir. Ich möchte den aber auf jeden Fall behalten und möchte ihn eher so knieumspielend haben. Das stelle ich mir ziemlich süß vor und deshalb muss ich ihn jetzt irgendwie kürzen. Der Rock, also das Video, verlinke ich hier oben, wie ich den Rock genäht habe. Der besteht halt aus Rechtecken, das heißt also hier oben ist der genauso breit wie hier unten. Und da ich die Rüschen nicht abtrennen möchte, das wäre mir glaube ich ein bisschen zu viel Arbeit, werde ich das hier so ich denke mal so 2 cm oberhalb der Rüsche abschneiden und den Rock dann in entsprechender Länge kürzen und das Ganze dann nach oben versetzen. Warum ich das Gummi nicht versetze, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ist, dass ich hier in diesen Rock, das habe ich mit Taschen eingenäht habe und die möchte ich natürlich unbedingt erhalten. Also, damit geht es los. Ich habe Vorder- und Rückseite ganz genau mit der Rüsche aufeinander gelegt und lege jetzt die Rüsche ganz gerade an die Kante und dann das Lineal 2 cm da drüber. 2 cm deswegen, damit ich jetzt nicht aus Versehen was von der Rüsche abschneide. Und jetzt habe ich das erstmal vom Rockteil abgetrennt. Ja, damit ich halt auch weiß, wie lang das ist und wie viel ich gleich vom Rock abschneiden kann, messe ich das mal kurz aus und jetzt probiere ich das mal an. Und der Rock ging jetzt so ohne die Rüsche genau in die Länge, wie es mir halt gefällt und wie es nachher sein soll. Und deshalb schneide ich jetzt halt die Länge von der Rüsche jetzt einfach vom oberen Teil ab. Dann habe ich das von den 2 cm, die ich da abgeschnitten hatte, noch ein bisschen zurückgeschnitten, weil ich jetzt gleich, wenn ich das aneinander nähe, möchte ich natürlich, dass die Naht nicht auf dem Rock sichtbar ist, sondern hinter der Rüsche verschwindet. Und dann kann ich das auch schon rechts auf rechts aneinander stecken. Dafür suche ich mir die Seitennähte und stecke die Seitennähte rechts auf rechts aufeinander und fixiere das mit Klammern. Und weil die beiden Stoffe ja genau gleich breit sind, werde ich jetzt gar nicht alles mit Nadeln aufeinander stecken, sondern ich werde das jetzt einfach dann unter der Nähmaschine so zusammennähen und Schritt für Schritt immer darauf achten, dass halt die Rüsche nach unten geklappt ist und nicht mit in die Naht hineinkommt. So sieht das jetzt aus und da habe ich nochmal geguckt, ob ich das halt auch alles ordentlich gemacht habe, habe das nochmal gewendet. Und jetzt versäubere ich den Stoff mal eben mit der Overlock. Und so sieht das dann aus. Und ich finde es echt super schön. Ich finde, es hat sich total gelohnt, die zweite Chance für den Rock. Ich mag ja super gerne Mustermix und deshalb finde ich das mit dem gestreiften Shirt richtig süß. Und dazu Jolie, mein Schnittmuster, die Crossbody Bag aus der alten Lederjacke.
Damals hatte ich mir noch eine Bluse aus dem gleichen Stoff genäht, um so eine Kleidoptik zu erzielen. Und das finde ich jetzt auch viel schöner als mit dem langen Rock. Da hatte ich das wirklich nie zusammen an. Die Bluse alleine schon, die hatte ich oft an. So viel habe ich aus dem Rock herausgeschnitten und ich bereue es überhaupt nicht. Weiter geht's mit diesem Kleid. Also den Stoff finde ich total schön und ja, das Kleid ist auch schön, aber irgendwie fühle ich mich da drin nicht so richtig wohl und hatte es ganz wenig an und habe gedacht, ich gucke mal, wie das zu einer Jeans aussehen würde und das gefällt mir gut. Dafür habe ich jetzt ein Shirt von der Länge genommen, was ihr hier seht, was mir gut gefällt von der Länge und deshalb werde ich das Kleid jetzt einfach mal an dieser Stelle kürzen. Aus dem Rest hier unten mache ich bestimmt mal ein Taschenfutter oder irgendwas anderes, also das bleibt auf jeden Fall in meinem Stoffvorrat. Das war ein A-Linienkleid, deshalb geht das hier so unten so weit auseinander und das werde ich auch noch, schneide ich hier ein bisschen passender. Da muss ich ein bisschen die Naht auftrennen, um die Seiten versäubern zu können, dann getrennt. Und ich habe auch vor, da unten in dieses Shirt halt einen Schlitz zu nähen. Dafür stecke ich jetzt erstmal die Seitennähte nach dem Versäubern aufeinander und markiere mir dann 7 cm vom unteren Rand mit einer Quernadel, ab wo ich einen größeren Stich nähen werde, um dann nachher den Schlitz nähen zu können. Also jetzt nähe ich von der Naht bis zu der Nadel, verriegel dort, stelle eine längere Stichlänge ein und nähe dann bis nach unten. Oben verriegel ich natürlich auch und versuche halt auch das Ende der Naht bis da, wo ich aufgetrennt habe, mit einzufassen, damit das dort nicht aufgeht. Ich nehme hier eine Stichlänge von 4 und nähe dann bis nach unten und bügel dann die Nahtzugabe auseinander. Das habe ich hier schon gemacht. Und den Saum habe ich auch schon gemacht. Da habe ich das schon mal links auf links gebügelt. Und jetzt werde ich das Ganze aufeinander nähen. Also am Saum, dann geht es nach oben bis zu dem Ende von der längeren Stichlänge. Nähe dann über die Naht hinweg und dann unten wieder bis zum Saum und nähe den ganzen Saum dann bis zum anderen Schlitz. Und dann trenne ich das noch auf und dann ist der Schlitz schon fertig. Und bevor ich euch jetzt zeige, wie das Ganze so neu jetzt aussieht, geht es erstmal weiter mit den Schuhen, die ich am Anfang angekündigt habe. Die trage ich gerne, aber ich finde trotzdem, sie können ein bisschen gepimpt werden. Und dafür habe ich mir überlegt, dass ich sie mit ein paar Nieten versehen werde. Ich habe hier Nieten in verschiedenen Größen und jetzt gucke ich erstmal, was mir besser gefällt. Und ziemlich schnell wusste ich, dass mir die kleinen Nieten besser gefallen. Und deshalb werde ich da jetzt die kleinen Nieten drauf machen. Dafür muss ich auf jeden Fall auch nur die kleinsten Löcher machen. Und das geht natürlich am besten, wenn ich erstmal die Schnalle aufmache. Und dann mal gucken, wo ich das erste Loch mache. Also einfach so wild. Ich habe erst überlegt, soll ich irgendwie ein Muster machen oder irgendwas, Zickzack, keine Ahnung. Aber nee. Das habe ich dann wieder verworfen und mache jetzt einfach so hier und da ein Loch und gucke dann mal, wie es aussieht und dann kann ich immer noch was dazu machen. Ich habe das Ganze schon mal ohne Nieten gemacht. Ach, das ist bestimmt schon 10 Jahre her und die Schuhe habe ich danach auch noch viel lieber getragen als vorher und so hoffe ich, ist das mit denen jetzt auch. Ich habe jetzt also so viele Löcher gemacht und die Nieten reingesteckt und die Gegenstücke stecken auch schon und jetzt muss ich das Ganze nur noch festdrücken. Jetzt gucke ich mir das Ganze mal an und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Auf der Seite werde ich nichts machen, da habe ich Angst, dass mir das zu sehr irgendwie am Fuß reibt. Ich weiß es nicht und werde jetzt auf diese Seite noch ein paar stanzen.
Das war jetzt nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil ich irgendwie nicht so gut mit der Nietenzange dazwischen gekommen bin. Aber am Rand des Tisches ging's. Und den zweiten habe ich dann auch noch schnell gemacht. Und dann kann ich das Ganze auch schon anziehen. Und ich ziehe das direkt zusammen an mit der Bluse von vorhin, weil das natürlich von den Farben her super zusammenpasst. Und so habe ich wieder ein neues Outfit, was ich diesen Sommer tragen kann. Und ich finde es echt viel schöner als vorher. Also ich finde, es passt super gut zu Jeans, diese Farbe. Und ein bisschen rosa ist ja auch in dem Stoff von meinem Mondshopper. Das ist auch ein Schnittmuster von mir. Da hast du auf den Seiten Taschen innen und außen. Es ist eine Wendetasche. Du kannst beide Seiten nach außen nehmen. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, das zu verlängern, indem du den langen Gurt an das Steckschloss machst. Und dann kannst du das Ganze auch Crossbody tragen. Und jetzt nochmal die Schuhe aus der Nähe. Weiter geht's. Da habe ich noch diese Bluse oder Wickeloberteil. Das habe ich schon vor vielen Jahren genäht. Aber ich ziehe es irgendwie einfach nicht an. Und es kann irgendwie nicht sein. Es sind Streifen und ich liebe Streifen. Deshalb, jetzt ist es soweit. Ich habe gedacht, irgendwas muss ich machen. Ich möchte das anziehen. Und das war mir irgendwie ein bisschen zu viel gewurschtelt mit diesem ganzen Band da vorne und hinten rum. Und deshalb habe ich gedacht, ich kürze das eine Band und binde das nur so auf der Seite. Und es könnte vielleicht auch ein bisschen kürzer sein, das Teil. Und habe das schon mal so umgesteckt. Also hier markiere ich mir erstmal, wo ich gleich das Band abschneide. Die müssen ja jetzt nicht unbedingt super gleich lang sein. Ist ja vielleicht sogar nicht schlecht, wenn das eine ein bisschen länger ist. Aber so ungefähr, wo es abgeschnitten werden soll. Und von der Länge her habe ich hier auch schon mal 5 cm umgebügelt, um mal zu gucken, wie das Ganze so aussehen könnte. Als erstes habe ich dann erstmal das Band abgeschnitten. Und da muss ich auch nicht viel machen. Das wird am Ende einfach links auf links zweimal umgeklappt. So war das auch also in der Anleitung. Und dann stecke ich das einfach aufeinander und nähe das mit einer geraden Naht. Den Saum hatte ich ja 5 cm umgeklappt und dann habe ich das gebügelt, als ich wusste, das soll auch so bleiben. Und jetzt von der Bügelkante aus messe ich 3 cm ab und schneide das Überstehende weg. Und dann werde ich einmal 1 cm links auf links und dann 2 cm. So habe ich dann die Kante direkt versteckt in der Saumnaht. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Und ich finde, das ist echt super schön geworden. Ich werde es auf jeden Fall so anziehen. Ich freue mich total darüber. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es eine Viertelstunde gedauert, maximal eine halbe Stunde. Ich meine, ich habe ja immer noch das Video gedreht. Das dauert ja auch ein bisschen Zeit. Ja, und freue mich schon darauf, das demnächst anziehen zu können. Und dazu würde ich dann auch gerne immer die Mizi-Bag nehmen, wenn ich nicht so viel dabei haben möchte. Das Schnittmuster biete ich in meinem Shop an. Dann habe ich noch das hier, diese Hose, die habe ich wirklich super viel getragen. Irgendwie, ja, der Stoff, der hat auch schon so seine Gebrauchsspuren, aber das Gummiband, das ist noch super und das ist auch richtig schön und deshalb habe ich das natürlich abgetrennt und da kann ich mir gut vorstellen, das an diese Hose anzunähen. Die Hose vom Trödelmarkt war ursprünglich irgendwie so ein Jumpsuit oder sowas, aber ich bin relativ groß mit langem Oberkörper, es war mir mal wieder zu kurz und deshalb habe ich das Oberteil einfach schon mal abgeschnitten, weil die einfach auch so richtig schön dünn ist und die kann man gut im Sommer tragen. Aber das Zuziehen mit der Kordel und so, das war immer super nervig und deshalb habe ich jetzt gedacht, da nähe ich einfach das Gummiband oben dran. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich den Bund einfach ganz knapp an der Kante abgeschnitten und jetzt markiere ich hier die Viertel bei dem Gummi, das passt mir ja, das weiß ich ja von der anderen Hose und die Naht kommt an das Hinterteil und die anderen Teile dann an Seite und vordere Mitte und ich nähe das jetzt erstmal links auf links, das heißt, ich stecke das erstmal fest. Und dann nähe ich das so gedehnt an der Hose fest.
Dafür nehme ich einen einfachen Gradstich, weil ich das Gummi ja dehne, nehme ich hier nicht zickzack. Man sieht das jetzt hier nicht so gut, aber ich ziehe das Gummi unten drunter, also zwischen den Klammern natürlich immer so stramm, dass es halt passt und dann kräuselt sich das ja automatisch so zusammen. Jetzt habe ich die Nahtzugabe etwas zurückgeschnitten von der Jeans und dann wird das Gummi so nach außen geklappt und nochmal knapp an der Kante von rechts festgenäht. Hier nehme ich einen flachen Zickzackstich. Ja, und schon ist das Ding fertig. So sieht die Hose jetzt aus und so sieht das aus, wenn ich sie anhabe. Super angenehm, endlich kein Geknote mehr. Ich bin happy. Ich hoffe natürlich sehr, dass dir mein Video gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und lass mir doch einen Daumen hoch da. Darüber würde ich mich total freuen. Und falls du neu hier bist und meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ein Abo wäre auch richtig klasse und eine super Unterstützung, die natürlich kostenlos ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier kommen noch ein paar Impressionen aus meinem Shop. In dem biete ich nämlich einige Schnittmuster an und auch ein paar Freebooks. Vielleicht hast du auch Lust, dort mal reinzuklicken. Darüber würde ich mich natürlich auch besonders freuen. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!